Wir sind endlich am Hauptbahnhof angekommen. Das Gebäude ist wirklich riesig, so viele Menschen überall. Ja, besonders heute am Freitagmittag ist hier extrem viel los. Wo müssen wir jetzt hingehen? Unser Zug fährt in 40 Minuten. Zuerst brauchen wir unbedingt unsere Fahrkarten. Hast du die Tickets nicht schon gestern im Internet gekauft? Nein, die App auf meinem Handy hat leider nicht funktioniert. Oh, das ist ärgerlich. Dann müssen wir jetzt einen Automaten suchen. Da drüben am Eingang stehen 3 große rote Ticketautomaten. Lass uns schnell dorthin gehen. Die Schlange ist nicht so lang. Gut, ich habe meinen Rucksack auf dem Rücken, der ist ziemlich schwer. Mein Koffer rollt zum Glück sehr leicht über diesen glatten Boden. Es riecht hier überall nach frischen Brezeln und Kaffee. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Kaufen wir später noch etwas? Ja, wenn wir die Tickets haben, holen wir uns einen Snack für die Fahrt. Das ist ein guter Plan. Der Weg bis nach München ist ja ziemlich lang. 4 Stunden mit dem ICE, wenn alles nach Plan läuft. Hoffentlich haben wir heute Glück mit der Deutschen Bahn. Wir werden sehen. Der Mann vor uns am Automaten ist gleich fertig. Bereite schon mal deine Kreditkarte vor, Max. Ich habe mein Portemonnaie schon in der Hand. Super, jetzt sind wir an der Reihe. Okay, ich tippe auf den großen Bildschirm. Hoffentlich ist das Menü nicht zu kompliziert. 3. Stock? Ich bin völlig außer Atem. Hier ist die Tür mit der Nummer 12. Das ist unsere. Ich schließe auf. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Wow, die Wohnung ist wirklich komplett leer. Es hallt sogar richtig laut, wenn wir sprechen. Ja, ohne Möbel klingt jede Stimme extrem laut im Raum. Es ist auch ziemlich kalt hier drin, findest du nicht? Die Heizung war wahrscheinlich die letzten Tage komplett ausgeschaltet. Ich drehe die Heizung unter dem Fenster gleich mal auf Stufe 3. Gute Idee. Wir haben noch nicht einmal einen Stuhl zum Sitzen. Wir können uns erst einmal einfach auf unsere Koffer setzen. Das mache ich. Puh, das Sitzen tut nach der langen Reise gut. Wir müssen diese Woche unbedingt noch Möbel einkaufen. Und wir brauchen ein Bett. Wo schlafen wir heute Nacht? Wir haben doch die dicke Luftmatratze in der blauen Tasche mitgebracht. Stimmt, aber wir haben keine Kissen und keine warme Decke. Ich habe 2 Schlafsäcke eingepackt. Das reicht für die erste Nacht. Das ist wie Camping in der eigenen Wohnung. Ein echtes Abenteuer. Ein Neuanfang im Ausland ist immer ein großes Abenteuer. Und auch ein bisschen beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Mach dir keine Sorgen. Wir machen alles Schritt für Schritt. Du hast recht. Zusammen schaffen wir das alles viel besser. Schau mal aus dem Fenster. Wir haben einen tollen Blick auf die Straße. Die Aussicht ist wirklich schön. Das ist unser neues Viertel. Ich möchte kurz meinen Eltern schreiben, dass wir gut angekommen sind. Mache das. Ich muss auch noch meine E-Mails auf dem Handy checken. Komisch, ich habe hier drinnen überhaupt keinen Netzempfang. Mein Handy zeigt auch nur einen kleinen Balken an. Das ist sehr langsam. Wir brauchen unbedingt sofort einen richtigen Internetanschluss für die Wohnung. Hast du nicht schon letzte Woche einen Vertrag online abgeschlossen? Doch, aber der Techniker kommt erst in 3 Wochen vorbei. In 3 Wochen? Wie sollen wir so lange ohne WLAN arbeiten?
In Deutschland dauert das mit dem Internet oft sehr lange. Das ist wirklich ein großes Problem für Einwanderer. Alles ist so langsam. Ich muss morgen einen neuen Handytarif mit viel Datenvolumen kaufen. Das ist ein guter Plan. Kannst du kurz etwas für mich im Internet suchen? Ich versuche es. Die Seite lädt unglaublich langsam. Was brauchst du? Ich muss wissen, wo das nächste Bürgeramt für unsere Anmeldung ist. Okay, ich tippe Bürgeramt München ein. Das Rädchen dreht sich. Halte das Handy mal ans Fenster. Da ist die Verbindung vielleicht besser. Tatsächlich, die Seite ist jetzt geladen. Es gibt ein Amt ganz in der Nähe. Sehr gut. Können wir direkt online einen Termin für morgen buchen? Lass mich auf den Kalender auf der Webseite klicken. Und, gibt es noch freie Termine für diese oder nächste Woche? Das ist ein Witz. Der nächste freie Termin ist erst in 2 Monaten. 2 Monate? Aber wir müssen uns doch sofort in der Stadt anmelden. Das steht hier so auf der Webseite. Alles ist komplett ausgebucht. Das ist der pure Stress. Ohne diese Anmeldung können wir gar nichts machen. Weißt du, warum die Anmeldung beim Bürgeramt so extrem wichtig ist? Ja, weil wir das Papier für unsere neue Bank brauchen, richtig? Ganz genau. Wir brauchen unbedingt ein deutsches Girokonto. Der Vermieter möchte die Miete nur von einem deutschen Konto abbuchen. Richtig. Aber die Bank sagt, kein Konto ohne offizielle Meldebescheinigung. Und das Amt sagt, kein Termin für die Anmeldung vor 2 Monaten. Das ist ein klassischer Teufelskreis der deutschen Bürokratie. Wie machen andere Einwanderer das? Es muss doch eine Lösung geben. Vielleicht können wir eine moderne Online-Bank auf dem Handy nutzen? Das ist eine geniale Idee. Die brauchen oft kein Papier vom Bürgeramt. Ich lade mir die App von so einer Bank später im Café herunter. Ja, mit dem kostenlosen WLAN dort geht das bestimmt sehr schnell. Wir müssen unsere Identität dann über einen Videoanruf bestätigen. Hast du deinen Reisepass dafür schon bereitgelegt? Ja, der liegt ganz oben im Koffer. Das sollte also funktionieren. Gott sei Dank. Ein Problem weniger auf unserer langen Liste. Es ist wirklich anstrengend. Man braucht so viele Dokumente hier. Ja, man fühlt sich am Anfang wie ein kleiner Bittsteller. Das stimmt. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir schaffen das. Ich muss morgen auch noch unbedingt meine Steuernummer beantragen. Die Steuernummer bekommst du aber auch erst nach der Anmeldung. Wirklich? Alles hängt an diesem einen Termin beim Amt. Wir gehen morgen früh einfach ohne Termin dorthin und warten geduldig. Gute Idee. Wir stellen uns einfach ganz früh morgens in die Schlange. Der Vermieter hat mir vorhin auch diesen dicken Briefumschlag gegeben. Ein Brief? Für uns? Wir wohnen doch erst seit einer Stunde hier. Er war schon im Briefkasten. Da steht ARD, ZDF, Deutschlandradio drauf. Das klingt sehr offiziell. Mach ihn bitte schnell auf. Ich reiße den Umschlag auf. Da ist ein zweiseitiges Formular drin. Was steht da in dem Text? Ich verstehe diese schwere Deutsch nicht gut. Lass mich lesen. Es geht um den sogenannten Rundfunkbeitrag. Was genau ist ein Rundfunkbeitrag? Eine Steuer für das Radio? Ja, so ähnlich. Jeder Haushalt in Deutschland muss das bezahlen. Auch wenn wir gar keinen Fernseher und kein Radio in der Wohnung haben? Ja, das ist leider das Gesetz. Man bezahlt pro Wohnung, nicht pro Gerät.
Das ist aber seltsam. Wie viel kostet dieser Beitrag denn im Monat? Hier steht, es sind 18,36 € pro Monat. Das ist nicht gerade billig für etwas, das wir gar nicht nutzen. Ich weiß, aber wenn wir das nicht bezahlen, gibt es eine große Strafe. Dann müssen wir dieses Formular wohl schnell ausfüllen. Ja, wir müssen unsere Namen und die Kontonummer eintragen. Aber wir haben doch noch gar kein deutsches Bankkonto. Da ist er wieder, unser absoluter Lieblingsteufelskreis. Leg den Brief einfach auf das Fensterbrett. Wir machen das später. Einverstanden. Dieses Amtsdeutsch macht mir sowieso Kopfschmerzen. Die Sätze sind so extrem lang und voller fremder Wörter. Ich muss noch sehr viele Vokabeln lernen, um diese Briefe zu verstehen. Wir können später einfach die Übersetzungs-App auf dem Handy benutzen. Hast du eigentlich schon Post von deiner neuen Krankenkasse bekommen? Nein, noch nicht. Mein neuer Arbeitgeber hat mich dort angemeldet. Das ist gut. In Deutschland muss absolut jeder Mensch krankenversichert sein. Ich weiß, aber das System hier mit den vielen Kassen ist sehr kompliziert. Ja, es gibt gesetzliche und private Versicherungen. Das ist verwirrend. Ich bin zum Glück ganz normal in der gesetzlichen Kasse. Das ist am einfachsten. Sie schicken dir bald eine kleine Plastikkarte. Die Gesundheitskarte mit meinem kleinen Foto darauf, richtig? Genau. Die musst du immer zeigen, wenn du hier zu einem Arzt gehst. Ich muss mir auch noch einen Hausarzt in unserem neuen Viertel suchen. Das ist gar nicht so leicht. Viele Ärzte nehmen keine neuen Patienten mehr an. Ach, wirklich? Gibt es hier nicht genug Ärzte in der großen Stadt? Doch, aber die Wartezimmer sind sehr oft extrem voll. Das klingt nicht sehr ermutigend für uns neue Einwanderer. Wir rufen einfach bei ein paar Ärzten an und fragen sehr höflich nach. Auf Deutsch am Telefon zu sprechen, finde ich noch sehr schwer. Ich schreibe dir die wichtigsten Sätze vorher auf einen Zettel. Das hilft mir bestimmt sehr. Du bist wirklich gut im Organisieren. Man muss strukturiert sein, wenn man in ein komplett fremdes Land zieht. Das Gesundheitssystem ist hier wenigstens sehr gut, wenn man drinnen ist. Ja, die medizinische Versorgung in Deutschland hat einen tollen Ruf. Hoffentlich werden wir aber in nächster Zeit gar nicht erst krank. Ich klopfe auf Holz. Wir müssen gesund bleiben für den ganzen Umzugsstress. Ich habe schon ein Pflaster gebraucht, weil ich mich am Koffer gekratzt habe. Du siehst plötzlich so traurig aus. Was denkst du gerade? Ich denke an meine Familie zu Hause. Ich vermisse sie heute sehr. Das ist ganz normal. Der erste Tag in einer leeren Wohnung ist immer schwer. Alles ist so neu und fremd hier. Die Sprache, die Regeln, die Menschen. Wir fangen ein komplett neues Leben an. Das kostet sehr viel Kraft. Ich vermisse sogar den kleinen, vertrauten Supermarkt bei uns an der Ecke. Und ich vermisse unsere Freunde und die lauten, gemütlichen Abende zusammen. Es wird bestimmt viele Monate dauern, bis wir hier neue Freunde finden. Die Deutschen sind oft etwas zurückhaltend am Anfang. Ja, man muss viel Geduld haben, um sie richtig kennenzulernen. Wir können uns bald in einem Sportverein anmelden, um Leute zu treffen. Das ist eine gute Idee. Beim Sport spricht man automatisch miteinander. Und wir haben ja zum Glück auch uns beide. Wir sind nicht allein. Das ist das Wichtigste. Ohne dich wäre ich heute total verzweifelt. Wir rufen heute Abend über das Internet unsere Eltern an.
Ja, das wird mir sehr helfen. Ich möchte Ihre Stimmen hören. Heimweh ist wie eine kleine Welle im Meer. Sie kommt und geht wieder. Wenn die Wohnung erst einmal schön eingerichtet ist, wird es besser. Ganz bestimmt. Dann hängen wir Bilder auf und machen es uns gemütlich. Wir müssen uns einfach ein bisschen Zeit geben, um richtig anzukommen. Ein Umzug ins Ausland ist ein langer Marathon, kein kurzer Sprint. Das ist ein guter Vergleich. Ich wische mir mal kurz die Tränen weg. Komm her, ich nehme dich ganz fest in den Arm. Danke, das tut sehr gut. Jetzt fühle ich mich schon wieder etwas stärker. Bevor es ganz dunkel wird, sollten wir einen klaren Plan für morgen machen. Ja, eine To-Do-Liste ist jetzt genau das, was wir dringend brauchen. Hast du einen Stift und einen Notizblock in deiner kleinen Tasche? Ich suche kurz. Ja, hier ist mein blauer Block und ein Kugelschreiber. Super. Was ist der absolute Punkt Nummer 1 auf der Liste? Wir müssen morgen früh um 7 Uhr zum Bürgeramt gehen und warten. Genau. Anmeldung beim Bürgeramt schreibe ich ganz oben groß hin. Punkt Nummer 2. Wir brauchen die Steuernummer für die Arbeit. Das passiert meistens automatisch nach der Anmeldung, aber ich notiere es. Was ist mit dem deutschen Bankkonto? Das ist auch extrem wichtig. Konto bei der Online-Bank eröffnen ist Punkt Nummer 3. Vergiss das Internet für die Wohnung und die Handytarife nicht. Stimmt. 2 Prepaid-Karten mit viel Internet kaufen schreibe ich auf. Haben wir das Formular für den Rundfunkbeitrag schon auf der Liste? Das können wir erst machen, wenn wir das Bankkonto haben. Okay, dann schreib das Formular einfach auf Punkt Nummer 5. Haben wir noch etwas Wichtiges für die allerersten Tage vergessen? Wir brauchen Möbel, zumindest ein richtiges Bett und einen Tisch zum Essen. Besuch im Möbelhaus kommt auf Punkt Nummer 6. Die Liste ist jetzt schon sehr lang und voll mit anstrengender Arbeit. Aber wenn wir diese 6 Punkte abhaken, haben wir das Schlimmste geschafft. Dann haben wir das offizielle System besiegt und können richtig leben. So sehe ich das auch. Die Bürokratie ist nur eine kleine Hürde am Start. Der Zettel liegt jetzt hier. Morgen fangen wir hochmotiviert damit an. Ich habe gerade noch eine kleine Broschüre vom Vermieter auf den Boden gefunden. Was steht in dem Heftchen? Sind das die Regeln für das Haus? Ja, die Hausordnung und eine riesige Erklärung zur Mülltrennung. Trennung? Das nimmt man in Deutschland wirklich sehr ernst, oder? Extrem ernst. Wenn wir das falsch machen, gibt es direkt Ärger mit den Nachbarn. Zeig mal her. Es gibt eine blaue, eine gelbe, eine braune und eine schwarze Tonne. Die blaue Tonne ist nur für sauberes Papier und Pappe. Okay, das ist einfach. Zeitungen und Briefumschläge kommen in die blaue Tonne. Richtig. Die gelbe Tonne ist für Verpackungen aus Plastik und Metall. Also kommen die leeren Joghurtbecher und Konservendosen in den gelben Müll. Genau. Und die braune Tonne ist speziell für den Biomüll. Biomüll? Das sind Essensreste, alte Bananenschalen und Pflanzen, nehme ich an. Korrekt. Und alles andere, was übrig bleibt, kommt in die schwarze Tonne. Das ist der Restmüll. Puh, das ist eine halbe Wissenschaft für sich. Und wir müssen Glasflaschen zum Supermarkt bringen oder in spezielle Container werfen. Darf man das Glas einfach immer in die Container auf der Straße werfen? Nein, hier steht, bitte kein Glas am Sonntag und nicht nach 20 Uhr einwerfen.
weil das laute Klirren die Nachbarn beim Ausruhen stört. Ganz genau. Ruhezeiten sind hier im Haus auch sehr wichtig. Sonntags darf man auch nicht bohren oder sehr laute Musik hören. Ich merke schon, wir müssen uns sehr anpassen und die strengen Regeln lernen. Wir kaufen uns am besten 4 kleine Mülleimer für unsere Küche. Das ist sehr praktisch. So können wir direkt in der Küche richtig trennen. Das schreibe ich direkt noch als Punkt 7 auf unsere To-Do-Liste. Die Sonne geht langsam unter. Es wird ganz schön dunkel im Zimmer. Ich habe die kleine Lampe aus dem Koffer angeschlossen. Ich schalte sie ein. Ah, das warme Licht macht die leere Wohnung sofort etwas gemütlicher. Mein Magen knurrt unglaublich laut. Hast du das gehört? Ja, das war nicht zu überhören. Wir haben heute fast gar nichts gegessen. Unser Kühlschrank ist natürlich komplett leer und noch ausgeschaltet. Der Supermarkt um die Ecke hat jetzt bestimmt schon geschlossen. Lass uns einfach etwas zu essen bestellen und direkt hierher liefern lassen. Das ist die beste Idee des Tages. Wir haben uns eine Pizza verdient. Wir müssen uns belohnen, weil wir den ersten Tag überstanden haben. Ich öffne die Liefer-App auf meinem Handy. Zum Glück reicht das langsame Internet dafür. Gibt es eine gute Pizzeria in der Nähe von unserer neuen Adresse? Ja, hier ist ein Restaurant mit sehr guten Bewertungen im Netz. Was möchtest du essen? Ich nehme heute eine große Pizza Margherita. Ich nehme eine Pizza Salami und einen großen gemischten Salat dazu. Und vergiss nicht, 2 große Flaschen Wasser dazu zu bestellen. Stimmt, wir haben ja nichts zu trinken hier. Es ist im Warenkorb. Hast du unsere neue Adresse und die Wohnungsnummer richtig eingegeben? Ja, und ich habe extra geschrieben, bitte anrufen. Name steht nicht am Klingelschild. Sehr schlau, sonst findet uns der Fahrer in diesem großen Haus niemals. Die Bestellung ist raus. In 40 Minuten ist das warme Essen da. Ich freue mich riesig darauf. Pizza essen auf der Luftmatratze. Unser erstes richtiges Abendessen in unserem neuen deutschen Leben. Ein Hoch auf uns, Max. Wir meistern das alles wunderbar zusammen.